Wildcampen im italienischen Gebirge auf fast 2000 Metern. Das ist der Traum von Tanja und Peter Rombach. Oh, Wahnsinn. Schön. Ja, wir stellen uns irgendwo hin. Wir werden es irgendwo hinstellen. Wir werden das wahrscheinlich gar nicht entscheiden können. Der Weg wird steinig und beschwerlich, denn Rombachs fahren mit einem LKW. Jetzt da hinten wird es ein bisschen schmal, wie du vielleicht gerade siehst. Und fahr mal langsam wegen Hubbel. Ganz alleine bleiben sie nicht in der Nacht. Aber Peter Rombach ist auf alles vorbereitet. Machete auf jeden Fall. Machete. Seit 6 Jahren arbeiten Rombachs an diesem Projekt. Und bis zum Schluss gibt es Probleme. Hiermit taufe ich dich auf den Namen Sing Sing. Super! Heute bei Wir werden Camper. Tanja und Peter Rombach haben Großes vor. Sie bauen aus einem LKW ein Offroad-Wohnmobil. Peter ist schon ein Spaßvogel, aber auch ein sehr ehrgeiziger Mensch. Immer ein Mensch mit Vision, der auch das Allermeiste seiner Vision umsetzt. Die Tanja ist der Typ, den man sich an der Seite wünscht, wenn man Dinge realisieren will und Ideen leben möchte. Und das ist ihr Projekt. Ein 30 Jahre alter polnischer LKW. 11 Tonnen schwer mit Sechsradantrieb. Das richtige Gefährt fürs Offroad-Camping? Tanja und Peter wohnen in Ruppichteroth im Bergischen Land. Hallo, wir sind die Rombachs. Hereinspaziert. Peters Familie wohnt hier in 3. Generation. Sein Großvater hat das Haus gebaut. Tanja und Peter haben es gemeinsam saniert und neu eingerichtet. Ich erfreue mich halt auch daran, weil ich weiß, wie viel Herzblut wir hier reingesteckt haben. An Zeit, Energie, Hirnschmalz, Aussuchen der einzelnen Dinge und der Räume. Ehepaar Rombach hat 3 Kinder. Jedes Jahr macht die Familie eine große gemeinsame Reise. Tanja und Peter wollen ihren Kindern viel zeigen und gemeinsam die Welt entdecken. Am bereicherndsten fand ich nach wie vor die Interrail-Tour mit dem Rucksack durch Europa. Toll. Von dem, was ich da mitgenommen habe und erlebt habe, weil man auch so direkt mit jedem in Kontakt war, ob das im Bus, im Zug war, das war toll, ne? Ja. Interrail mit der Familie. Das war Peters Idee. Und seine Ideen setzt er um. Auch wenn Pauline und Ole lieber Urlaub im Hotel machen würden. Die Interrail-Tour hat uns allen 3 gar nicht gefallen. Es war anstrengend, die ganze Zeit zu laufen. Ich war ja der Kleinste, auch mit den kleinsten Beinen. Zum Campen mit dem LKW sind die Kinder natürlich eingeladen. Langfristig werden Tanja und Peter wohl eher zu zweit auf Reisen gehen. Peter führt ein mittelständisches Metallbauunternehmen. Tanja kümmert sich um die Kinder. Als die älteste Tochter zum Studieren auszieht, steigt Tanja ins Unternehmen mit ein. Das waren schon viele, viele Jahre, wo wir als Familie definitiv zurückgesteckt haben. Wie das wahrscheinlich so ist im kleinen Mittelstand. Meine Kinder, die haben mich morgens gesehen und meistens abends nicht. Ja, und ich glaube, ich habe auch viel Nerven investiert. Bald wird Peter 50. Dann möchte er weniger arbeiten und öfters mit Tanja verreisen. Rombachs wollen über Schotterpisten fahren und abseits der Straßen übernachten. Ab 100.000 € gibt es Offroad-Vans. Geländegängige Wohnmobile starten bei 120.000 €. Beides ist den Rombachs zu klein. Also irgendwann war uns klar, wir brauchen ein Fahrzeug, was im Ausbau und in der Zuladung keine Grenzen setzt. Nur ein LKW kann die geplante 5 Meter lange Wohnkabine tragen. Neufahrzeuge mit Allrad gibt es ab 100.000 €. Das ist mir schlecht geworden, als ich gesehen habe, was so ein neuer LKW kostet. Nach langer Recherche entscheidet sich Peter für dieses Fahrgestell. Ein alter, ausrangierter LKW der polnischen Armee. Kein Schmuckstück, aber robuste Technik mit 6x6-Antrieb. Ein echter Offroader. 30.000 € kostet die Basis für ihre Pläne. Ein fast 30 Jahre alter LKW, selbst wenn der General überholt ist eine fahrende Baustelle. Diese Baustelle bearbeiten Tanja und Peter aber nicht selbst.
Für die Arbeiten am Auto engagieren sie Profis. Die Wohnkabine soll ein zweites Zuhause werden. Nicht ganz so groß, aber genauso perfekt. Und das hat seinen Preis. Was geht bei so einem Fahrzeug los? Ich sage mal so bei 250.000, 300.000 Euro muss man schon investieren. Und nach oben innen ist natürlich grenzenlos. Handarbeit und individuelle Ausstattung lassen den Preis steigen. Tanja und Peter ist für ihre Wohnkabine besonders wichtig, unabhängig reisen zu können. Deswegen haben wir uns überlegt, dass wir halt einen Tank drunter bauen, der an jeder Tankstelle mit LPG-Gas zu befüllen ist. Der Komfort soll aber auch nicht zu kurz kommen. Wenn das Wetter schön ist und man steht idyllisch, wird hier ein Duschvorhang eingehangen an dieser Klappe und dann montiert das hier quasi zur Außenduschkabine. Natürlich mit Warmwasseranschluss. Seit fast 1,5 Jahren steht der LKW beim Reisemobilbauer. Ja, der Wagen, der muss jetzt noch fertig ausgebaut werden. Dann muss das Auto zum TÜV. Ja, und dann kommt wahrscheinlich erstmal die Phase, wo wir das Auto kennenlernen und auch verstehen, was uns alles fehlt. Und ich glaube nicht, dass das auf Anhieb perfekt ist. Am Ende soll's dann natürlich perfekt werden. Mit einer robusten Wohnkabine, die geschmackvoll und bequem eingerichtet ist. So was die Sitzecke angeht, ganz klar, es muss Leicht zu reinigen. leicht zu reinigen sein, soll aber trotzdem natürlich Schick. auch, ja, und halt auch so ein bisschen so ein nettes Wohngefühl geben, ne? Der lange Plan ist ja, dass wir mal sehr lange da drin wohnen. Das heißt, wir versuchen da schon so ein zweites Zuhause draus zu machen. Ne? Ja. Bei der Raumausstatterin Bärbel Besse suchen die Rombachs nach Stoffen für Vorhänge und Sitzpolsterung. Wollen wir mit den Polsterstoffen Ja, anfangen machen wir oder was das doch. ist Ihnen lieb? Machen wir. Tanja übernimmt. Ja, machen wir. Das Projekt ist Teamarbeit. Peter kümmert sich ums Fahrgestell und hat den Ausbau geplant. Tanja ist fürs Kreative zuständig. Und davon hat sie eine genaue Vorstellung. Ansonsten gibt es halt so ein bisschen was Schlichteres. Da ist es dann aber tatsächlich so, da gibt es unendlich viele Töne. Nein, ich tendiere schon ganz klar dazu. Das heißt, ihr scheidet schon aus für uns? Ja. Sag ich Hörte direkt. sich jetzt gerade so an. Nein, wir haben uns verstanden. Bei der Inneneinrichtung trifft Tanja die Entscheidungen. Aber Peter vertraut ihr voll und ganz. Die Farbtöne will Tanja erst im LKW auswählen, damit alles perfekt zueinander passt. Sitzpolster und Vorhänge werden dann von Hand gefertigt. Herr Stefan, Hallihallo. einmal Muster für dich. Ja, wunderbar. Habt ihr schöne Sachen ausgesucht bei der Bärbel? Ach, so Beutel ist voll. Tanja und Peter haben ihr neues Zuhause schon vor Augen. Wir haben hier einmal das großzügige Esszimmer. Dann haben wir hier den Eingang zum Bad. Dann haben wir da hinten den Schlafbereich. Und hier haben wir unsere Küche. Wir werden auf Gas kochen. Und das wird Tanjas Küche sein. Viel fehlt nicht mehr. An der Verkabelung wird noch gearbeitet. In 2 bis 3 Wochen soll der Innenausbau aber fertig sein. Ja, guck mal. So, das ist der Boden. Das ist der Boden. Genau. So, Du kannst ja auch hier viel mit Kissen und was machen. Ne? Hab ich auch mit gesagt. Bettwäsche kannst du Farbe reinbringen. ja. Die Rombachs vertrauen dem Rat des Experten. Seit 13 Jahren schon baut Stefan Schmidt expeditionstaugliche Wohnkabinen. Davor war er selbst jahrelang weltweit mit einem Expeditionsmobil auf Reisen. Wir sind happy. Das Endergebnis wird langsam sichtbar. Das ist schön. Ja. Ja, wie gesagt, ich denke, es ist noch so gut 2, 3 Wochen, dann sind wir mit der Technik fertig, dann wird alles eingebaut sein. Und dann geht's einmal zum TÜV. Ja, ich kann es noch nicht so ganz fassen. Ne? Bis zum TÜV wird es aber noch länger dauern als erwartet. 3 Wochen später ist der Wohnmobilausbau fertig. Tanja und Peter freuen sich. Heute können sie den Wagen abholen. So, das beschäftigt einen jetzt 6 Jahre, ne? Und jetzt fahren wir dahin und das Ding soll da fertig stehen. Völlig abstrus. Am Fahrgestell und dem Getriebe des 30 Jahre alten LKWs muss vor der TÜV-Abnahme aber noch gearbeitet werden. Peter hat eine Mängelliste erstellt. Wenn du dir überlegst, dass du so ein Auto gekauft hast und sehr aufwendig das umbauen lassen und sich quasi heute entscheidet, ob wir diese Federoptimierung tatsächlich in den Griff bekommen,
Das ist schon ein sehr spannender Tag. Der LKW soll gleich zur nächsten Werkstatt, einem Spezialbetrieb für Fahrgestell und Getriebe. Die Wohnkabine aber ist schon fertig. 6 Jahre haben sie daran gearbeitet. Jetzt sehen sie ihr neues zweites Zuhause zum ersten Mal. Markise ist ja dran, super. Die großen Veränderungen warten im Inneren. Trommelwirbel. Eine Kapelle hättest du ja wenigstens besorgen können. Aber Hier stehen sogar Kekse, schlag mich gleich weg hier. Wow. Endlich ist ihr Traumcamper fertig. Hier ist alles Maßarbeit, individuell geplant und von Hand gefertigt. Weißt du, dass das auch völlig anders wirkt? Und es riecht ganz neu. Aber ich muss dir ein Kompliment machen, Tanja, du hast die richtigen Farben ausgewählt. Ich finde das richtig schön. Spricht mich sehr an. Oh yes, guck an. Huch, ja, ist auch üppig. Das Highlight im Badezimmer ist die Toilette. Die soll geruchsneutral sein. Vor diesem Teil habe ich noch großen Respekt. Das ist eine Trenntoilette. Tanja hat weniger Respekt und traut sich eine Trockenübung zu. Oh, Heiliger, was ist das? Im Deckel. Nein, das sinkt ab. Was sinkt ab? Das sinkt ab. Das ist aber auch ein spezielles Sitz. Ja, wenn du so da drauf sitzt, dann machst du das Prinzip schon direkt kaputt. Ja, das ist ja mein Ding. Stefan hat uns erklärt, dass es nicht riecht, weil das Feste mit dem Flüssigen nicht in Kontakt kommt. Ich kann es ihm nur glauben, wir werden sehen. Auch ihre Matratze haben sie individuell ausgesucht. 1,60 Meter breit und 2 Meter lang. Ich kann nichts sagen, außer nice. Ach, guck, jetzt hier ganz dunkel. Ah ja, cool. Mit der fertigen Wohnkabine ist Peter den LKW noch nicht gefahren. Fast 2 Tonnen schwerer ist das Fahrzeug jetzt. Insgesamt 11 Tonnen. Peter ist angespannt. Ach, ich bin vorbei. Ach, Scheibenkleister. Hab mich schon verfahren. Ich möchte, dass wir wenden. Das möchte ich aber nicht. Mal gucken, was der Wendekreis sagt. Eine Kreuzung reicht. Endlich freie Fahrt. 80 Kilometer sind es bis nach Oberhausen in die Werkstatt. Ja? Ich wollte nur mal kurz Feedback geben. Fährt sich durchaus gut, ist auch immer noch spritzig. Ja, ist ja schön. Peter bringt den LKW zu einer Freundin. Sie leitet eine Spezialwerkstatt für Unimogs und LKWs. Die beiden haben zusammen studiert. Man macht denken, das ist ein Spinner, weil er ist ja auch quirlig und erzählt. Aber der ist das Gegenteil. Also der ist ganz, ganz bestimmt kein Spinner, sondern das ist jemand, der hat sich das vorgenommen. Der hat ja auch eine Frau, die das mitmacht. Also da muss man schon ein gutes Team sein, um das so zusammen durchzuziehen. Ute war mit ihrem Mann selbst jahrelang in Südamerika auf Reisen. Beide was kocht. Peter geht fest davon aus, dass sein Auto bei Ute optimal gewartet wird. Neben der Federung macht ihm vor allem das Getriebe Sorgen. Wenn du einen dritten schaltest, hast du auch das Thema, dass der so... Also... Und da fühlt sich beides an, als wäre das scheiße synchronisiert in dem Moment. Ja. Vielleicht ist das echt ein Synchronisierungsthema. In 2 Wochen soll der LKW durch den TÜV. Danach will Peter den Wagen endlich amtlich zulassen. Die Ute, Schluss zu meinem Schätzchen. Peter fährt nicht ganz ohne Sorgen nach Hause. Ein Getriebethema ist ja meistens jetzt nicht eine Lappalie. Vielleicht habe ich Glück und das ist doch nur eine Kleinigkeit. In einem Monat wollen sie los. Ihre erste Reise geht nach Italien in die Abruzzen, einer Bergregion bei Rom.
Hier wollen sie testen, was ihr LKW so alles kann. Es geht uns ja eigentlich darum, die Möglichkeit zu haben, autark zu stehen. Das Gefühl zu haben, nicht abhängig zu sein von einem Campingplatz. Ne? Dass man das mal nutzt, ist auch in Ordnung. Man hat dann ja auch gewissen Komfort nochmal, um, keine Ahnung, vielleicht doch nochmal eine Riesenwäsche durchzuschmeißen oder was. Aber erstmal auch die Freiheit zu haben, auch es ist hier gerade so nett. Ja. Wir können das, weil wir alles dabei haben. Und hier wollen wir heute bleiben und grillen und schlafen, was auch immer. Peter ist begeisterter Offroad-Fahrer. Vor 3 Jahren hat er Tanja zum ersten Mal auf eine Tour durch die Alpen mitgenommen. Die Strecke will er mit dem LKW unbedingt noch mal in Angriff nehmen. Ich kann ja noch mal den einen Film aufmachen, dann überlegst dir mal, wie du dir das vorstellen würdest, da mit dem LKW lang zu fahren. Ja, das kannst du vergessen, das geht ja von der Höhe gar nicht, Peter. Möchte ich auch gar nicht aus. Guck mal, wie das da runterging. Nein, im Leben nicht. Doch, das wirst du tun. Peter, das siehst du das? Ich möchte das Auto ausprobieren. Wir haben uns so ein Ding gebaut, weil wir damit überall hinkommen. Und deswegen versuche ich natürlich so wenig wie möglich Straße zu planen. Ich möchte abseits fahren. 2 Wochen später. Der LKW steht immer noch in Oberhausen, ohne TÜV. Es gibt einige Probleme. Mechaniker Daniel muss das komplette Getriebe ausbauen. Also der Motor ist aus. Man kann den ersten Gang nicht einlegen. Nur mit Gewalt. Nur noch 2 Wochen bis zum Urlaub. Es wird knapp. Ob Peter die Zulassung noch rechtzeitig hinkriegt? Na? Wie ist die Lage? Ja, bei mir gut. Es geht um dich hier, vielmehr um das Baby. Ja, wird schon. Die Geburt ist ein bisschen schwierig, aber... Und ich habe gesehen beim Reinkommen, ihr habt das Auto auch schon höher gekriegt. Haben wir ein bisschen was verändert. Erstmal die Reifen auf richtigen Luftdruck gebracht. Ne? Was war denn drin? 4,5 Bar und der fährt 8,75. Das war einfach. Für die Getriebereparatur rechnet Peter aber mit Mehraufwand. Wie geht denn das jetzt weiter? Habt ihr schon eine Idee, wie lange das dauert mit dem Getriebe? Der sagte 2-3 Tage. Ach, dann ist er damit durch. Ja. Boah, das sind ja gute Neuigkeiten. Für die Zulassung hat Peter schon einen Termin. Der Urlaub scheint gerettet. 7.000 € kosten die Reparaturen. 4 Wochen später in Ruppichteroth. Endlich ist der LKW zugelassen. Als erstes fahren die Rombachs in ihre Firma. Hier will Peter noch einen Heckträger für das Expeditionsmobil schweißen lassen. Eigentlich wollten wir seit gestern unterwegs sein. Ich würde mal sagen, so 6 bis 8 Wochen hängen wir hinterher. Ja. Jetzt machen wir Urlaub in Ruppichteroth. Und Italien muss warten. Den Heckträger brauchen Tanja und Peter zum Transport von Ersatzrad und Fahrrädern. 2 Mitarbeiter sollen sich um das Projekt kümmern. Juri und Jürgen arbeiten seit über 10 Jahren für die Rombachs. Sieht ja ganz schick aus. Ja. So geworden, wie du wolltest? Ja, auf jeden Fall und besser. Auf jeden Fall und besser. Aber es ist ja auch nicht nur die Optik. Das gute Gefühl ist, jetzt ist auch der LKW in Ordnung. Fährt sich wirklich granatengut, muss man sagen. Nur fertig ist er nicht. Auf der Rückseite fehlt noch der Gepäckträger. Es ist letztendlich ein rechteckiger Rahmen, der quasi so und oben lang läuft. Juri und Jürgen unterstützen ihren Chef gerne, weil sie wissen, dass Tanja und Peter sich damit einen Lebenstraum erfüllen. Er investiert extrem viel Zeit in die Firma rein, wo auch die Familie mit Sicherheit zu kurz kommt. Und sich das auf die Art und Weise wieder ein Stück zurückholen kann, vor allem mit seiner Frau halt. Das hat er sich wirklich verdient. Mit 40 Stunden Arbeit rechnet Peter. Günstiger wird das Projekt durch die Eigenleistung allerdings nicht. Ja, wir sind da schon auf jeden Fall im Bereich von einem der großen Wohnmobile. Das heißt, das bewegt sich schon im 6-stelligen Bereich. Haben wir lange drauf gespart und das lang Ersparte haben wir auch dafür gebraucht. Ja. In 2 Monaten wollen sie jetzt auf ihre erste Reise nach Italien aufbrechen. Peters Mitarbeiter brauchen 40 Arbeitsstunden für den Heckträger.
6 Wochen dauert es, bis der fertig ist. Seine Firma ist auf Serienproduktion spezialisiert. Die Sonderanfertigung für den Chef wird zur Herausforderung. Dadurch, dass wir dann noch Diagonalen eingeschweißt haben, wurde das Ding beim Schweißen permanent krumm. War dann eben kein Rechteck mehr, sondern ein Rechteck mit Bauch und so weiter und so fort. Und das Ende vom Lied ist, ich glaube, er ist stabil geworden, ich glaube, er funktioniert, aber er ist halt nicht sehr schön geworden. Hauptsache fertig. Endlich ist der LKW abfahrbereit. Zum ersten Mal beladen Rombachs das Fahrzeug. Und morgen soll es losgehen. Auf nach Italien. Ja, wir haben einfach zu viel Krempel rausgelegt. Das ist jetzt schon klar. Das ist klar. Ja. Auf Werkzeug werden wir nicht verzichten können, deswegen glaube ich... Die Frage ist die Menge Werkzeug, ne? Peter ist ein Planer. Er will auf alles vorbereitet sein. Für die Wartung des alten LKWs sind einige Werkzeuge Pflicht. Habe ich 4 Tuben Fett bestellt? Ich Wahnsinnige. Habe ich ja 4 bestellt. Oh, den LKW werden wir auf der Tour bestimmt mehrfach abschmieren müssen. Wenn sich irgendwo was festrennt, dann hast du keinen Spaß. Zum Abschmieren braucht Peter eine Fettspritze. Auch die Schläuche zur Wasserversorgung müssen mit. Bei den Äxten und Beilen hat Tanja allerdings Zweifel. Wenn du den Peter fragst, können wir davon alles benutzen. Jede Eventualität. Ob wir nicht weiterkommen, weil wir einen Baum fällen müssen, ob wir uns ausgraben müssen. Davon kann ich ganz klar sagen, haben wir bereits 2 im Auto. In 2, also klein und groß. Das Montiereisen, das brauchen wir, wenn wir den Reifen abziehen müssen. Wir haben doch schon diese komischen Krallen. Ja, aber du brauchst 3 Stück, 2 Stück, um den dann darunter zu knippen. Pfadfinder ohne Beil geht gar nicht. Ja, aber 1. 2, klar. Peter, bitte. Eins für die Ehefrau und 1 für richtig. 1, Peter. Machete auf jeden Fall. Machete. Wenn wir uns entscheiden müssen, ob wir mit den Dingen durch den Busch fahren, durch ein dichtes Gestrüpp und den zerkratzen, oder wir gerade mal 10 Minuten die dicksten Dinger weghacken. Okay. Auch da, kurz überlegen. Wenn du mal irgendwas ausgraben musst, ist so ein Spaten nicht verkehrt. Einen, gut. Ja, das wäre jetzt hier die absolute Grundausstattung. Spitzhacke werden wir da wahrscheinlich nicht brauchen. Peter beschränkt sich auf das Nötigste. Aber das ist immer noch eine ganze Menge. In die Außenfächer kommt die Campingausrüstung und das Vorzelt. Am nächsten Morgen. Vor der Abreise muss der Wagen erstmal getauft werden. Also ich habe mir das jetzt so vorgestellt. Ja, ich bin sehr gespannt. Hier würde ich ihn gerne zerschellen lassen. Peter glaubt zwar nicht daran, dass die Fahrzeugtaufe Glück bringt, ihm ist aber wichtig, dem LKW einen Namen zu geben. Normalerweise sollte das Ganze eine Frau machen. Tanja weigert sich. Deswegen muss ich das selber in die Hand nehmen. Super, machst du das? Mach So. schön. Hiermit taufe ich dich auf den Namen Sing Sing, was chinesisch ist und so viel heißt wie Star oder Stern. Denn du bist ja auch ein Star. Ich wünsche uns allzeit gute Fahrt und immer 3 Räder auf dem Boden und einen Schluck Öl im Motor. Und ich grüße dich nun mit einem 3-maligen Hip Hip Hurra! Hip Hip Hurra! Hip Hip Hurra! Super! Das gibt's doch nicht. Jetzt hau ich sie. Oh, Peter, ich habe Angst. Im 3. Anlauf. Hoffentlich ist das kein schlechtes Omen für die erste Reise. Los geht's! Für den ersten Tag haben sie sich nichts vorgenommen. Fahren bis zur Dämmerung und dann das erste Mal gemütlich im neuen Bett schlafen. Von Ruppichteroth führt ihre Route durch die Schweiz über Mailand an der Riviera entlang. Ihr Ziel? Die Abruzzen. Dort wollen sie an abgelegenen Orten übernachten, wo Wohnmobile eigentlich nicht hinkommen. Rombachs sind keine Raser. Im Schnitt tuckern sie mit Tempo 80 ihrem Ziel entgegen. Der Spritverbrauch ist enorm. 25 Liter auf 100 Kilometer. Für einen LKW findet Peter das in Ordnung.
Ja, erster Stopp nach 90 Kilometern. Im Führerhaus ist die Warnlampe angegangen für die Differentialsperre der Hinterachsen. Der LKW verliert Öl. Nur eine Fehlermeldung oder war's das jetzt mit der Reise? Peter will das Problem klären, bevor sie weiterfahren. Er hofft, dass ein Anruf bei der Werkstatt in Oberhausen helfen kann. Hallo Daniel, das ist ja nett, dass du sofort zurückrufst. Wäre schade. Wo sind wir? Wir sind nicht weit gekommen. Genauer gesagt, bis kurz vor Limburg. Gerade mal 90 Kilometer. Das kann doch unmöglich schon das Ende der Reise sein. Dass das normal ist. Dass das normal ist. Okay. Also fahren wir weiter. Wir sollen das jetzt mal ein paar Tage im Auge behalten. Bei Hitze kann durch die Achsentlüftung Öl austreten. Das wäre normal. 230 Kilometer fahren sie noch, bis es dämmert. Auf einem Feldweg wollen sie übernachten. Privatgelände. Eigentlich bräuchten sie eine Erlaubnis. Die haben sie aber nicht. Peter sieht das gelassen. Er hat schon öfters so übernachtet. Wenn man den Leuten sagt, wir nehmen uns hier, wir stehen hier nur für eine Nacht und sind morgen weg und bleibt kein Müll zurück, dann sind die meisten doch eigentlich beruhigt. Es ist ihre erste Übernachtung in der Wohnkabine. Für Tanja und Peter ist alles noch ein bisschen durcheinander und neu. Wer bitte soll diese Technik direkt verstehen? Jetzt drücke ich hier wild drauf rum. Ich weiß aber gar nicht wie. Und wieso geht der jetzt hier nicht an? Oder musste man ihn länger gedrückt halten? Ah ja, so. Dann heißt, wir könnten jetzt eigentlich mal... Das ist unser Brot. Jo. Ja? Heiß. Schön. Dann haben wir das Wichtigste, können wir morgen duschen. Viel mehr müssen wir eigentlich jetzt nicht machen. Ja, cool. Kochen wollen die Rombachs heute nicht mehr. Von der Fahrt sind sie beide erschöpft. Aber einen eisgekühlten Longdrink gönnen sich Tanja und Peter noch. Chin Chin. Supi, ne? Die erste Nacht. In einem Maisfeld neben der Autobahn. Es war eine kurze Nacht. Hier gibt es zum einen in der Nähe die Autobahn und noch irgendeine Bundesstraße. Aber trotzdem habe ich super geschlafen. Und das liegt daran, dass wir alle Luken sperrangelweit offen hatten. Und wir quasi an der frischen Luft geschlafen haben. So, Kaffee. Das Frühstück ist ihre erste gemeinsame Mahlzeit im Wohnmobil. Müsli, Brot und Kaffee. Wo sind eigentlich die großen Löffel versteckt? Nee. Was denn? Ich habe große Löffel vergessen. Ich habe einfach keine großen Esslöffel eingepackt. Ja, ich brauche keinen. Ach nee, doch, jetzt brauchen wir ja. Ja, das ist ja ein Ding. Wieso ist mir das nicht aufgefallen? Wir haben tausende von Dingen eingepackt und dann fallen direkt am ersten Tag die ersten Defizite auf. Alles, was fehlt oder verbessert werden soll, wird notiert. Tanja und Peter wollen sich zum Reisen ein perfektes Zuhause schaffen. Ja, lass es schmecken. Eine lange Reise steht bevor. Rund 500 Kilometer bis zur italienischen Grenze und weitere 1000 Kilometer bis zu ihrem Ziel. Die Abruzzen, eine Gebirgsregion in der Nähe von Rom. Auf dieser Hochebene in 2000 Metern Höhe wollen sie übernachten. 3 Wochen fahren Tanja und Peter von Ort zu Ort, übernachten entlang der Straße oder auf Feldern. Morgen wollen sie die Hochebene erreichen, noch 40 Kilometer. Zwischenstation in einem kleinen Bergdorf. Stopp! Kaffeepause in Santo Stefano. Die Gassen hier sind zu schmal für den 2,50 Meter breiten LKW. Zum Café geht's nur zu Fuß. Es ist halt ein dickes Auto, was du durch die Gegend bewegst. Und ja, da geht alles langsamer mit. Ne? Also so richtig entspanntes Urlaubsgefühl sieht, glaube ich, ein bisschen anders aus. Aber es macht trotzdem Spaß.
Mal ist der LKW mit 3,60 Meter zu hoch für einen Tunnel, dann mit 12 Tonnen zu schwer für Brücken und Straßen. Als wir gestern an die Burg wollten, hat unser Navi eigentlich gesagt, es wäre möglich, dorthin zu fahren, bis wir einfach an eine Abzweigung kamen, wo alles verboten war. Das ist doch so ein Ego-Thema. Ich will jetzt diese verdammte Burg mit meinem LKW erobern. Roccacalacho, das ist ihr Ziel. Der berühmte Film Der Name der Rose wurde hier gedreht. Auf der Karte hat Peter eine Möglichkeit entdeckt, die Burg vielleicht von der Rückseite anzufahren. Ob die Schotterpiste aber mit ihrem LKW wirklich fahrbar ist, sehen Sie erst vor Ort. Links jetzt fahren müssen. Das wäre der Weg zur Burg. Den können wir fahren. Das hier? Ja. Also ich würde da probieren. Ja, aber musst du dann rückwärts zurück? Im allerschlimmsten Fall rückwärts, aber das ist ja kein Thema. Dauert halt ein bisschen. Ich frage mich, ob man es machen muss, ob man es nicht einfach geht. Aber genau für solche Situationen hat Peter das Offroad-Fahrgestell ausgewählt. Jetzt will er es auch testen. Jetzt da hinten wird es ein bisschen schmal, wie du vielleicht gerade siehst. Und fahr mal langsam wegen Hubbel. So, weil jetzt hast du nicht so viel Platz bei mir. Für die rund 2 Kilometer lange Strecke brauchen Sie 15 Minuten. Sie sind also nur ein bisschen schneller als zu Fuß. Dafür ist Peter mit 12 Tonnen unterwegs. Ja, was du auf den paar Metern gemerkt hast, ist, dass das Fahrzeug offroadmäßig die absolute Granate ist. Ne? Also das war jetzt nur Schotterweg, aber du merkst, wie das Fahrwerk mitmacht und die Geländeuntersetzung, die läuft ganz wunderbar, fein dosiert. Endstation. Das letzte Stück müssen Tanja und Peter laufen. Zwar führt der Weg noch hoch bis zur Burg, aber die Durchfahrt ist nicht erlaubt. Ich finde es auch gar nicht schlimm, dass wir nicht mit dem LKW bis ganz rangekommen sind. Das frustet ihn ein bisschen, weil er meint, er hätte das schaffen können, aber Ich wäre das gefahren, auf jeden Fall. es ist auch so. Aber das wäre schon spannend Es geworden. ist auch so okay. Außerdem kann man sich auch ruhig mal die müden Beine ein bisschen vertreten, ja? Und die Wanderung hat sich gelohnt. Tanja und Peter sind beeindruckt. Von der Burg und noch mehr von den Bergen. Morgen wollen sie oben im Gebirge übernachten. Geht darum, sich eine schöne Stelle zu suchen, abends zu sitzen, ein Lagerfeuer zu machen, einfach gar nichts hören, nichts sehen. Ich finde die Stille gut. Also wenn man irgendwo steht und man hat einfach Stille und Ruhe. Ja. Das mag ich gern. Die letzte Nacht vor der Fahrt in die Berge. Auf einem Campingplatz wollen Rombachs das Auto vorbereiten. Abwassertanks leeren, Frischwasser auffüllen und die Batterien laden. Wenn du durchwischst, dann kommt auch eine Anzeige, wo nur 2 Piktogramme sind. Da steht der Charger drauf, wird auf. Ach so, 5. 5. Dann machen wir auf 8. Dann muss ich da drauf, ne? Ja. So, auf 8. Einstellen, 8. Als das Auto gebaut worden ist, war so die Maßgabe, eine Woche muss Wasser und Strom reichen. Hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, wie benimmst du dich, wie viel Strom verbrauchst du. Tanja föhnt sich jeden Morgen, da geht natürlich massig Strom weg. Wichtige Erfahrungen, auch für andere Reisen. Die Markise haben Tanja und Peter auch noch nicht oft benutzt. Jetzt hier oben losmachen. Das hält ja gar nicht. Muss ich das nach oben? Ah! Mach ein bisschen schräg, aber es wird heute nicht regnen. Aber es hält nicht, Peter. Nach oben. Ich breche, habe Angst, dass ich abbreche. Nee, brichst nicht ab. Es fühlt sich nicht gesund an. Auf dem Campingplatz richten sich die Rombachs heute mal häuslich ein. Mit Markise und Campingmöbeln. Darauf verzichten sie sonst, wenn sie freistehen. Denn Freistehen ist in Italien eigentlich nicht erlaubt. Einen Abend haben wir an einem Kloster gestanden, auf dem Besucherparkplatz des Klosters. Da kamen die Carabinieri abends vorbei und sind dann auch noch zweimal in der Nacht vorbeigekommen, um zu gucken, ob auch alles in Ordnung ist. Wenn die aber schon am Setting sehen, dass du letztendlich nur die Nacht da verbringen willst, dann kannst du auch mit denen reden. Ihr Campingplatz für heute Nacht gehört zu einem Agriturismo, einem Bauernhof mit eigenem Restaurant. Hier genießen Tanja und Peter heute noch einmal die italienische Küche.
Gut. Lecker. Sehr gute Nudelsoße. Ja? Morgen versuchen wir uns bewusst, so weit wie möglich von der Zivilisation zu entfernen. Im Rahmen dessen, was möglich ist. Mit allem, was dazugehört. Eben, morgen machen wir mit dem Auto den Urlaub, wofür es eigentlich gebaut worden ist, unabhängig irgendwo zu stehen, weit ab von allem. Torna il sole sopra la città. Nach einer Nacht auf dem Campingplatz im Tal sehnt sich Tanja am nächsten Morgen noch mehr nach der Einsamkeit in der italienischen Hochebene. Ach, der Platz war einfach ganz okay. Also es war nicht wirklich laut. Die Nacht war okay. Heute Morgen, klar, dann fahren die Leute zur Arbeit. Ne? Dann hast du normalen Verkehrslärm. Diese Welt wollen sie heute hinter sich lassen. Nur das Frischwasser müssen sie noch auffüllen, um in den Bergen auch duschen zu können. 350 Liter fasst der Tank. Die Füllstandanzeige für das Wasser lässt sich nur im Wohnbereich ablesen. Das sind immer so diese Momente, wo es einfach nur um einen Tritt geht, ne? Ja, kommen Sie. Ach so. Kommen Sie, Gatti, kommen Sie. Achte. Erstmal hier. Ein Wasserfilter und UV-Licht sorgen überall für sauberes Wasser. Hier in Italien könnten sie das Wasser aber auch aus der Leitung trinken. Erster Stopp, Supermarkt. Der ist wichtig, weil Tanja und Peter heute kochen. Peter will den Grill einweihen und zum Steak fehlen noch die Beilagen. Wenn ich im Urlaub bin, finde ich das auch schön, dass ich da mal mich nicht drum kümmern muss. Aber jetzt noch mal zu kochen heute Abend ist ehrlich gesagt auch noch mal nett. Zweiter Stopp, ein Café. Die letzte Möglichkeit für Peter, noch Zigaretten zu kaufen, bevor es in die Berge geht. Sag mal, Das war ein hast du den Erlebnis. Laden aufgekauft oder was? Nein. Ich habe jetzt in der kurzen Zeit Campari getrunken. Ich musste. Was? Weil diese Jungs, unser Auto geht durch sämtliche WhatsApp-Gruppen hier. Die hatten das Foto. Ja. Er hatte von seinem Freund schon mitbekommen, dass hier ein wildes Fahrzeug rumfährt. Ich glaube das nicht. Da sagt er, hier Campari. Und da hat Peter dann mal dran genippt. Ein bisschen stolz und frisch gestärkt geht es weiter. 1000 Höhenmeter liegen vor ihnen. Ob der LKW das aushält? Rund eine Stunde geht es bergauf, bis sich für Tanja und Peter das erste Mal der Ausblick auf die Hochebene öffnet. Krass sieht das aus. Da geht's hin. Krass. Ja. Campo Imperatore, zu Deutsch das kaiserliche Feld. Unter Reisenden aber auch bekannt als Little Tibet. Endlich! Sie haben ihr Ziel erreicht. Hier wollen sie heute abseits der Straße übernachten, auf fast 2000 Metern Höhe. Oh, Wahnsinn! Schön. Endlose Weiten. Nichts außer ein paar Kühen und Pferden. Ja, wir stellen uns irgendwo hin. Wir werden uns irgendwo hinstellen. Wir werden uns wahrscheinlich gar nicht entscheiden können. Die Straße führt durch den Gran Sasso Nationalpark. Übernachten ist nur auf markierten Stellplätzen erlaubt, aber Rombachs wollen im Gelände stehen. Bimobil. Peter hat etwas entdeckt. Auch ein Allradcamper, aber deutlich kleiner. Er ist neugierig und fragt den Deutschen nach dem Weg. Wolfgang Mattes ist ein pensionierter Bauingenieur und mit seiner Frau zum Wandern hier oben. Sein teilintegriertes Offroad-Wohnmobil ist ein Serienfahrzeug. Wie lange habt ihr euer Auto schon? Ja. Das kann man auch nicht viel länger als wir. Ja. Du wartest ja 2,5 Jahre auf die Autos. Wir haben ein Jahr gewartet, ne? Ja. Weil er war ein Vorführfahrzeug. Ich habe mir vorher von Hümer so ein Ding betrachtet, ne? Und dann, nee,
Tust du da nicht an, kostet auch 120.000 €. Ja. Ne? Da kann ich da noch die 50 drauflegen, da bin ich da dabei. Ne? Ja. Rombachs haben mehr ausgegeben. Wie viel genau, sagen sie nicht. Das Endergebnis aber beeindruckt. Das Auto ist phänomenal, das sieht geil aus. Aber ich weiß nicht, ob ich es unbedingt haben wollte, ne? Weil mir wäre es vielleicht eine Nummer zu stark. Für Wolfgangs uralten Führerschein Klasse 3 wäre der LKW mit 12 Tonnen vor allem zu schwer. Okay. Dann wünsche ich euch gute Zeit. Ne? Schönen Dank für die Info. Genau, ey. Ja, euch Ja. auch. Tschüss. Für Rombachs beginnt die Stellplatzsuche. Sie wollen ins Gelände. Viele Feldwege sind aber mit Steinen versperrt. Teils gibt es Verbotsschilder. Die Rombachs hoffen, einen Weg zu finden, der nicht eindeutig gesperrt ist. Dort würden sie dann übernachten. Müsste man vielleicht langsamer fahren. Hier kann man nicht hin. Was ist denn damit? Das ist direkt an der Straße. Hier rein. Endlich ein Weg, der frei ist. Bevor Peter mit dem LKW reinfährt, will er aber zu Fuß den Untergrund prüfen. Es hat geregnet die letzten Tage und der Boden ist weich. Das machen wir, das ist super. Da. Wo? Da. Na gut. Tanja ist noch nicht überzeugt von dem Weg. Richtig alleine sind sie hier auch nicht. Hütehunde haben die beiden Eindringlinge entdeckt. Kommt der nächste Hund. Wo? Da. Die werden uns jetzt beschnuppern. Ah ja. Oh. Ja, die tun dir nichts. Wegen der Hunde weiterfahren? Für Peter keine Option. Hier bleiben sie. Leider steht der LKW schief. Dafür hat sich Peter etwas Besonderes ausgedacht. 4 Druckluftkissen sollen den 13-Tonner anheben. Ein bisschen kannst du noch. Ein Ticken. Ja, bleib mal so jetzt. Ja. Oh, Tanja. Wenn du jetzt aufpumpst, wölbt es dich euch auch nach außen, Peter. Na ja, gut, versuchen wir mal. Komm. Eigentlich hebt man mit den Kissen schwere Maschinen an. Für Peter sind sie zum Campen genauso gut geeignet. Jetzt steht der LKW gerade. Wir stehen genauso, wie ich das wollte. Ich finde das hier perfekt mit dem Ausblick. Wenn jetzt noch die Sonne scheinen würde. Wetter wie auf Bestellung. Die Sonnenstrahlen will Peter nutzen, um vor dem Essen noch kurz zu duschen. Die Investition in das Fahrzeug war es wert, weil man nämlich auch da sein kann, wo der normale Camper nicht hinkommt. Ne? Das hatten sich Tanja und Peter erhofft. Wildnis, Stille und zu zweit alleine im LKW. Die lange Anreise in die Abruzzen hat sich gelohnt. Wir haben ja mit dem Fahrzeug noch gar nicht das gemacht, wofür es eigentlich da ist. Nämlich genau die Flucht aus dem, was kommerziell, touristisch und so weiter ist. Und das machen wir jetzt zum ersten Mal. Ein guter Grund zu feiern. Für das Festmahl weiht Peter den Außengrill ein. Guck mal, gar nicht so schlecht geworden. Nein, Ast rein. Tanja und Peter haben sich ein zweites Zuhause geschaffen. Ganz nach ihren Vorstellungen. Offroad-tauglich und trotzdem wohnlich und bequem. Annähernd perfekt kann ich wirklich sagen, dass wir sehr, sehr wenig vermissen. Entspricht da vollkommen dem, was wir uns gewünscht haben. Ne? Die letzten 2 Tage waren einfach grandios. Und ich hätte es mir nicht vorstellen können, dass es so ist hier. Hat für vieles entschädigt, würde ich mal so sagen. Oh yes, ne? oh yes. Siehst du auch so, ne? Oh yes. Balsam für die Seele. Im Alltag bin ich Chef von einer mittelständischen Firma. Ich muss präsent sein. So, und meine Präsenz hier in diesem Tal ist völlig unbedeutend. Das ist ein schönes Gefühl, finde ich.